Nach der Pause am letzten Samstag, an dem ein großer Teil der Corona-Gang seine Boosterimpfung erhalten hat, sind die Coroneros super fit für ihren nächsten Einsatz. Am Donnerstag und Freitag werden Eier angeliefert. Da scheint die Sonne und es ist gutes Wetter angesagt. Und am Freitagabend drucken Prop und Ying noch schnell die Abholnummern und Registrierungsformulare für den nächsten Tag. Nach einer ruhigen Nacht stürzt sich die Reis- und Eiercrew auf ihre Arbeit und bereitet die Portionen für die Ausgabe vor. Die Laune ist gut bei allen und sie wird noch besser, als Tangma und Rambo Palit auftauchen, um zu helfen. Die beiden haben sich aus ihrer Sicherheitsverwahrung freigequengelt, mit dem Versprechen, Maske zu tragen und später bei der Ausgabe nicht zu versuchen, mitzumachen. Sie setzen sich dann auch nach Kräften ein und verhalten sich erstaunlich brav. Die Vermutung ist, dass sie fürchten, wieder weggesperrt zu werden. Im Restaurant ist es angenehm trocken, auf der Straße aber nicht mehr. Petrus hat diesmal einen Rochus auf die Corona-Gang. Am Morgen gab es 2 kurze Regenschauer, dann klärte es auf, aber ehe es mit der Registrierung beginnt, fängt es wieder an zu regnen und hält auch bis nach dem Ende der Ausgabe mit kurzen Unterbrechungen an. Die Coroneros behaupten alle, sie hätten nichts verbrochen, was St. Peters Zorn auf sie herabbeschwören könnte. Und auf die beiden Zwerge wird der Heilige doch wohl nicht sauer sein. Nein, das ist völlig unmöglich. Egal,
Die Hungrigen, die Ordner und die Coroneros sind vorbereitet und tragen Designer-Regenumhänge von Louis Vuitton und Coco Chanel. Nur der Dino hat seinen Regenschutz zu Hause liegen lassen, aber der ist so ausgetrocknet, dass ihm der Regen nur gut tut. Er hätte allerdings gerne etwas Salz in dem Wasser, das seine Haut netzt. An Süßwasser ist er nicht so sehr gewöhnt. Die Bürokraten haben sich notgedrungen unter das Dach im Hinterhof zurückgezogen, damit ihnen die Papiere nicht davonschwimmen. Dort wüten sie dann ungestört über ihren Listen und Nummern, während die Ordner einen etwas weiteren Weg zurückzulegen haben. Der schon am Vortag angekündigte Regen hat zu einer kleinen Systemänderung geführt, um die Zeit für die Abholer zu verkürzen. Hände sterilisieren bleibt vorgeschrieben, aber die elektronische Temperaturmessung entfällt. Und da wegen des Regens mit wenig Verkehr zu rechnen ist, wurde direkt nach der Nummernverteilung die Ausgabe der Rationen angehängt. Da aber nicht beides zeitgleich vor dem Hinterhof ablaufen kann, wurde die Ausgabe auf die Hauptstraße vor dem Lokal verlegt. Direkt nach dem Nummernempfang geht es also nach vorne, wo Reis und Eier schon auf 2 Tischen ausgelegt sind. Beim Anmarsch bitte die Abholnummer zeigen und in einem bereitstehenden Eimer deponieren. Dann die Wochenration Reis und Eier empfangen und Platz machen für die nachfolgenden. Auf den Tischen werden die Nahrungsmittelberge kontinuierlich abgetragen, aber von hinten füllen fleißige Coroneros immer wieder auf. Es ist ein Wettlauf wie zwischen Igel und Hase, den am Ende immer die Hungrigen gewinnen.
So auch dieses Mal. Irgendwann werden die Tische leer und leerer, dann hakt es mit dem Nachschub und dann ist auch die letzte Nummer im Eimer gelandet und es wird aufgeräumt. Wie gewohnt noch das Auto beladen für die Fahrt zu den Nichtmobilen am nächsten Tag und dann verabschieden sich die Coroneros zum Rest des Wochenendes. Am nächsten Morgen regnet es wieder heftig. Das wird wohl ein schlüpfriger Gang durch das Villenviertel. Aber egal, auch das geht vorbei. Beim ersten Halt stellt sich dann heraus, dass der Dino zwar an seinen Regenumhang gedacht hat, aber dafür hat er die Tasche mit den Kameras auf dem Schreibtisch stehen lassen. Professor Alzheimer lässt grüßen. Egal, wegen der paar Aufnahmen fahren wir nicht den ganzen Weg zurück. Man kann die Verpflegung ja auch ohne zu filmen verteilen. Selbstabholer kommen auch im Lauf des Nachmittags. Die werden dann von Prop versorgt. Und dann kommt die frohe Botschaft. Fast ganz Thailand liegt im Kurs eines tropischen Sturmes. Von Nord- bis Zentral-Thailand muss mit Sturzregen und Überschwemmungen gerechnet werden. Zum Glück ist Phuket eine Insel, wo das Regenwasser nach allen Seiten ablaufen kann. Aber eine gemütliche Sonnenwoche scheint uns nicht bevorzustehen. Es kann natürlich auch sein, dass der Zorn von Petrus verflogen ist und er wieder Gnade walten lässt und uns verschont. Wir hoffen, dass ihr besseres Wetter habt und schöne Herbsttage bekommt. Liebe Grüße, eure Corona-Gang.